Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich probiere heute mal was Neues aus. Das sind die 4 Himmelsrichtungen. Da schauen wir einfach, was sich hier entwickelt, was nimmt einen Anfang, wo gibt es Wachstum, was ernten wir dann und wo endet das Ganze dann im Prinzip in einer Phase, wo wir etwas wieder nähren oder festigen. Das Reading besteht aus 4 Karten, diese lasse ich nur springen und ich bin echt gespannt, was rauskommt für das Kollektiv. Da haben wir schon eine, die zeigt den Osten an. Das, was seinen Anfang nimmt, was entsteht. Die zweite Karte zeigt das Wachstum an oder besser gesagt das, was wir vielleicht auch mehr beachten müssen, wo wir etwas mehr Pflege brauchen für die Dinge. Die dritte Karte zeigt den Westen an. Wo gibt es Ernte? Wo muss ich etwas loslassen oder sortieren? Ich lasse die Karten mit Absicht mal verkehrt rumliegen. Und die letzte zeigt den Norden an. Was dürfen wir festigen? Wo müssen wir etwas nähren oder reparieren? Das sind 2. Ich möchte nur eine, bitte. Okay. Es kann sein, wir brauchen noch Klärungskarten, da nehme ich dann die Lennys. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Karten an. Ich drehe mal um den Osten. Was nimmt seinen Anfang? Was für ein Thema? Wir haben die Heckenrose und wir haben das Thema Liebe. Die Heckenrose symbolisiert als etwas, was seinen Anfang nimmt. Eine Liebe, die frei ist und ungebunden. Und die auch lange blüht und die Heckenrose ist heiß begehrt bei zum Beispiel Bienen oder Schmetterlingen. Und hier geht es darum, dass jetzt überall um einen herum ins Leben Liebe tritt. Also nicht nur auf einen Bereich, sondern dass wir eben angucken, was ist nicht in der Liebe, wo braucht etwas mehr Liebe, wie ist die Liebe zu uns. Mit was steht und fällt unsere Welt auch? Wie stehen wir auf der Erde, wenn etwas passiert, was wir nicht berechnen können? Es geht um unsere Selbstliebe, um unser Ich bin gut genug Dasein. Hier kündigt sich etwas an, wo ein bisschen die Romanzen anlockt, die Romantik im Leben, die Herzensangelegenheiten. Selbstliebe ist ein großes Thema auf jeden Fall. Die Zufriedenheit, das Selbstvertrauen. Und es geht auch darum, dass etwas entsteht, wo man praktisch beginnt, sich selbst die Fürsorge zu geben und die Liebe, die man braucht. Das ist sehr speziell und sehr interessant, denn was auf dem Boden der Liebe wächst, gedeiht auch wieder. Und das ist das, was der Osten uns hier als Anfang zeigt, dass wir etwas erschaffen, wo wir selbst vollkommen zufrieden mit uns sind, in der Selbstliebe. Und von daraus die Projekte, die wir starten, auf dem Boden der Liebe natürlich auf einem guten Boden liegen. Dann gucken wir uns den Süden an. Das sind die Themen, die Wachstum brauchen, die Themen, die wir pflegen sollen. Und da haben wir mit dem Lied des Windes die Wahrheit. Bei der Karte haben wir hier auch natürlich mit dem Wind das Element Luft dabei. Geht es um die Sprache, die Kommunikation. Und es geht um ein Stück weit neuen Wind, der uns um die Ohren bläst.
Und wir sollen tatsächlich ins Wachstum bringen, dass wir unsere eigene Wahrheit verkünden, dass wir aufrichtig sind zu uns selbst, dass wir aus dem Herzen raus sprechen. Wir können hier auch mit einbeziehen, inwieweit andere ehrlich und authentisch sind, wo da die Liebe eben nicht so in der Konstellation ist, dass man sagt, okay, hier erzählt mir irgendjemand irgendwas, nur um geliebt zu sein oder Anerkennung zu kriegen. Und wo reiben wir uns vielleicht aneinander und trotzdem ist es besser, authentisch zu sein. Es kann sein, dass das ein bisschen herausfordernd ist, zu wissen, was stimmt oder was nicht stimmt oder wo man drauf vertrauen kann oder wo auch nicht. Die Wahrheit wird hier am besten auch in der Stille wahrgenommen. Und es geht darum, dass was nicht authentisch ist oder nicht in Resonanz mit unserer Wahrheit auch loszulassen. Es geht darum, sich mitzuteilen, die eigene Wahrheit mit anderen teilen. Und es geht auch darum, sich davon zu befreien, wo man eben nicht ehrlich sein kann oder nicht zu sich selbst stehen kann. Authentizität hebt praktisch die Seele auch hoch und gibt ihre Schwingung ins Feld rein sozusagen. Man kann ja natürlich auch verstärkt mit dem Element Luft arbeiten. Und der Wind entspricht ja auch sozusagen der Lebensenergie, die wir hier so haben. Also die Wahrheit zu sagen, zu sich selbst zu stehen, zu sich selbst ehrlich zu sein, auf dem Platz des Südens. Das sollten wir pflegen und wir enden dann im Westen und das ist unsere Ernte. Und das ist wieder der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, ich bin immer froh, wenn ich die Karten springen lasse. Hier haben wir die Ernte und die Ernte ist hier die Fülle. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Und es ist echt so mega faszinierend, ne? Wenn wir hier gucken, was nicht in Liebe ist, was nicht authentisch ist und das pflegen und hegen und auch loslassen, wo da nichts für uns herkommt, ernten wir die Fülle. Hier auf diesem Platz der Ernte entsteht etwas, das wir erreichen oder erreicht haben, ohne zu kämpfen. Da ist keine Anstrengung, sondern da bringt man einfach sein Resonanzfeld in ein natürliches Bewusstsein. Das ist nicht ganz so einfach, aber es wird ja eigentlich schön erklärt, wie man dazu gelangt. In dieses Bewusstsein, dass der Kreis des Lebens sich eben fortsetzt und dass man nichts machen muss, um schön zu sein. Hier sind die Wildblumen drauf, die wachsen einfach so, weil der Wind auch die Samen verteilt, einfach so. Hier haben wir den Wind. Und die Karte kündigt hier einfach auch an, dass man die Schwingungsfrequenz angleichen kann, dass wir an das glauben, was wir wollen, dass wir manifestieren und dass hier auch unerwartete Gewinne ins Haus stehen. Es erblüht etwas, es fängt ein innen drin an auch zu erfüllen. Man öffnet sich dem Wohlstand, man ist bereit, das zu investieren, was man haben möchte. Da ist eine große Ausschüttung von Energie, Zeit, Liebe, Materie, grenzenlose Möglichkeiten auch. Was hier aber auch wieder der Fall ist, dass wir nicht warten sollen, ja, sondern dass wir schon auch bewusst aktiv sind für die Dinge, für die Sachen, die uns am Herzen liegen, die wir mit Liebe tun. Dass wir freigebig auch weitergeben, nicht auf unseren Dingen hocken, freigebig weitergeben kann auch sein Zeit oder Gespräch oder was auch immer du von dir geben kannst, ist ja immer sehr unterschiedlich. Und je mehr du das weitergibst und diesen Kreislauf auch nährst oder wird die Fülle auch immer größer. Dankbarkeit natürlich ist hier wichtig für das, was wir schon haben und das, was wir uns auch schon erarbeitet haben. Also echt grandios.
Dann kommen wir zum Norden. Wir haben jetzt hier die Ernte, die Fülle, die wir erarbeitet haben durch dieses Thema. Und wir enden an dem Punkt, wo sich etwas festigt, wo wir etwas nähren oder wo wir aus der Fülle heraus auch wieder was reparieren dürfen. Und hier haben wir die höhere Weihen. Das ist jetzt hier wirklich sehr spannend, denn aus dieser Fülle heraus, die wir hier kreiert haben, haben wir die Möglichkeit, wieder einen Übergang zu haben, auch die höheren Welten besser wahrzunehmen. Hier ist ein bisschen Mystik, ein bisschen Magie. Hier ist ein verändertes Bewusstsein auch. Und hier ist auch die Verbindung zu allem, zum Universum, zu den Ahnen, zu allem, was dir auch im Leben sehr nahe steht, sehr angebunden. Und hier ist ein riesiges spirituelles Wachstum zu finden. Möglicherweise sind hier auch wieder Schritte, wo man nicht so richtig erklären kann oder schon so weit sehen kann, was sich hier eröffnet. Jedenfalls ist es ein hohes Bewusstsein, das da zu finden ist. Eine Nähe zu allem, zur geistigen Welt, ein Verbundensein. Man hat mehr dieses Ding, dass man seinem Herzen vertraut. Mehr Intuition statt, naja, wie nenne ich es denn, Bewertung, die man nur mit den Augen sieht. Und von diesem Punkt aus eröffnet sich wieder eine neue Richtung. Und zwar eine unerwartete. Und hier dürfen wir eben auch nähren und reparieren, dass wir für vieles auch das Bewusstsein verloren haben, für die Werte im Leben, auch bei jedem unterschiedlich, für das Vertrauen, für das Verbundensein mit allem. Eine wunderbare Legung. Ich würde hier an dieser Stelle mal noch gucken, welches Krafttier hier mitschwingt. Und dann lassen wir das so stehen. Ich finde das toll. Ich werde das jetzt öfters mal machen. Denn es ist eigentlich tatsächlich so wie des Wurzels Übel, lösungsorientiert auch. Ne? So, was kriegen wir hier mit? Wir haben die Gazelle. Die steht für das Thema Anmut und für Öffnung, für neue Strömungen. Hier will ja die Liebe, die Romantik, die Herzensangelegenheiten wollen hier wieder geöffnet werden oder verändert werden. Und hier kommt etwas Befreiendes mit der Antilope oder Gazelle. Und tatsächlich springt ja die Gazelle auch, also sie hat eine leichte Bewegung. Der Elefant wäre jetzt das Pendant, ne? Der kommt mehr so mit Schwere. Und hier kommt mit Leichtigkeit etwas angeflogen, das erinnern will, dass wir erneuern, dass neue Impulse kommen können, dass wir das Herz öffnen können, dass alles gut ist, dass sich Kreise schließen, neue Zyklen beginnen. Hier haben die ja auch ein riesen Geweih oder Horn, ja. Und sie sind wirklich ein Sinnbild für Anmut und auch Schönheit. Und einfach auch so elegant, ne? Sie sind jetzt nicht so plump oder klein und dick, sondern sie strahlen eine gewisse Eleganz auch aus. Heißt für mich auch, wir kommen hier geschmeidig durch. Ne? Keiner muss sich bücken oder hat einen schweren Kamm, sondern man hat eine leichte Energie. Sie kündigt an, dass etwas Neues beginnt, dass etwas zu Ende geht, dass wir keine Angst haben sollen, uns zu öffnen, dass uns auch niemand aufhalten kann auf dem Weg ins Glück, dass wir größere Sprünge machen können, dass sich Dinge auch schneller entwickeln und leicht und dass es tatsächlich ein guter Moment ist für einen Neubeginn. Wenn man auch so bedenkt, jeden Morgen geht erneut die Sonne auf, man begrüßt den Tag, man kann neu beginnen, man startet wieder in das Abenteuerleben rein und das finde ich ja sehr, sehr klasse.
Ich ziehe keine weitere Karte drauf. Wir lassen das mal so stehen. Ich wünsche euch wirklich viel Resonanz mit diesem Reading, denn es ist eigentlich so was Erfüllendes. Und schreibt mir in die Kommentare, ob wir das öfters machen sollen, ob euch das gefällt. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.